Nachdem mir Bruno Gröning gesagt hat, ich soll mich an ihn wenden, wenn ich vor einem Patienten stehe und Hilfe brauche, habe ich das auch auf meiner Arbeitsstelle angewandt. Da habe ich schon sehr seltsame Dinge erlebt. Unter den Freunden der Wiener Gemeinschaft ist auch Annemarie Winter. Als Krankenschwester ist sie sehr interessiert am Wirken Bruno Grönings. Frau Annemarie Winter hat jetzt bei Bruno Gröning erfahren, dass man sich auch für andere Menschen einstellen kann. Das heißt, die Bitte an Gott richten, dass auch dieser Mensch über Bruno Gröning den Heilstrom empfangen kann, um so die Heilung zu erlangen. Und das hat sie jetzt in ihrem Beruf angewandt. Sie war in einer Station tätig, und zwar in einem Krankenhaus, wo die schwersten Krebsfälle untergebracht waren, behandelt wurden. Und sie hat sich eingestellt und hat erlebt, dass Menschen vollkommen die Heilung erlebt haben. Nachdem mir Bruno Gröning gesagt hat, ich soll mich an ihn wenden, wenn ich vor einem Patienten stehe und Hilfe brauche, habe ich das auch auf meiner Arbeitsstelle angewandt. Da habe ich schon sehr seltsame Dinge erlebt. Nämlich Befunde stimmten plötzlich nicht. Der Arzt erwartete von diesem Patienten, der immer einen schlechten Blutbefund hat, dass auch diesmal der Blutbefund genauso ein bisschen gebessert, ein bisschen verschlechtert. Aber dass er plötzlich ganz gut ist, das war seltsam. Und das war auffallend. Eine Patientin wird sofort ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie Magen- oder Darmkrebs, ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war, hatte und sollte operiert werden. Sie wurde ins Krankenhaus aufgenommen und kommt nach einigen Tagen mit den Röntgenbildern zurück und sagt, die finden nichts dort, es ist nichts zu machen. Da habe ich Begleitschreiben und die Röntgenbilder, sie sehen nichts drauf. Es muss eine Verwechslung gewesen sein. Und das wurde bekannt im Krankenhaus, dass die Menschen auf einmal gesund werden. Und eines Tages war die Türe einen Spalt offen zum Zimmer ihres Chefs, Medizinalrat Bobsch. Bei uns im Krankenhaus spukt es. An einem Tag sind die Untersuchungsergebnisse eindeutig schlecht. Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Am nächsten Tag ist der Patient gesund. Kann mir mal jemand das erklären? Und da erzählten sie, dass in ihren Stationen das auch geschieht. Die Schwester hat dann den nächsten Tag den Herrn Professor gebeten um ein Gespräch. Und da konnte ich das erste Mal mit ihm über Bruno Gröning sprechen, dass ich dort war und dass ich ihn kennengelernt habe. Und er hat es eigentlich am Anfang nicht sehr ernst genommen. Und dann nach längeren Gesprächen hat er gesagt, er würde Bruno Gröning gern kennenlernen. Und als ich das nächste Mal bei Bruno Gröning im Gemeinschaftsabend war, habe ich gebeten, ob ich auch meinen Chef in den kleineren Kreis mitbringen dürfe. Und da war der Chef dann das erste Mal bei Bruno und hat ein längeres Gespräch mit ihm geführt.
Er war für die Sache offen. Er hat mir auch erlaubt, dass ich mich einstelle auf den Patienten. Und wir haben gemeinsam dann die Befunde beobachtet, ob es dort oder da besser geworden ist oder überhaupt geheilt wurde. Er hat sich dann sehr interessiert dafür. Und er ist auch regelmäßig dann zu den Abenden gekommen. Als Professor Popsch zum ersten Mal einen Vortrag Bruno Grönings besucht, ist auch die Tochter von Annemarie Winter anwesend. Das war ein 8-, 9-jähriges Mädchen und die hatte von Geburt an geschielt. Und kein Arzt konnte ihr helfen, sie schielte. Und dieses Mädchen hat auch hier die vollkommene Heilung erlebt. Und Bruno Gröning hat sie dann während des Vortrages herausgeholt, hat sie auf einen Stuhl gestellt und zeigte den Anwesenden dieses Mädchen. Und es hat dann berichtet, dass sie die Heilung bekommen hat. An einem anderen Abend bringt Professor Popsch einen jungen Kollegen mit zum Vortrag Bruno Grönings. Der junge Arzt sagte dann: Herr Gröning, ich habe bis jetzt immer als meine wichtigste Pflicht angesehen, dem Patienten die volle Wahrheit zu sagen, was ihm fehlt, was er für Krankheit hat, die genaue Diagnose. Und aus Ihrem Gespräch entnehme ich jetzt, dass das nicht richtig ist. Und ich verstehe das jetzt, wie Sie das meinen. Dass man das einem Menschen nicht sagen soll. Zum Beispiel, Sie haben Krebs im letzten Stadium. Weil ich das verstehe, werde ich das jetzt nicht mehr tun. Und Bruno lächelte so und sagte: Na, was Sie angerichtet haben durch Ihre Genauigkeit, das merken Sie äußerlich nicht. Was in den Menschen vor sich geht, wenn Sie ihm die Diagnosen so knallhart sagen, obwohl es die Wahrheit ist. Aber was sich hier abspielt, er sagte: Ich verstehe das. So ein Mensch nimmt die Angst auf, ist verzweifelt. Und wenn er das nicht weiß, kann er eher glauben, dass ihm geholfen wird.